Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in der Steiermark unterwegs und möchte dir die Burgruine Steinschloss zeigen und dir die Geschichte von ihr erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's! Auf einem steilen Felssporn über dem steirischen Neumarkt erhebt sich die Ruine Steinschloss, die höchstgelegene mittelalterliche Burganlage der Steiermark. Sie liegt 1180 Meter über dem Meeresspiegel, dort wo Wind und Wolken seit Jahrhunderten Geschichte erzählen. Die Burg wurde um das Jahr 1140 bis 1145 unter dem Salzburger Erzbischof Konrad I. von Abelsberger erbaut. Sie war Teil eines strategischen Netzwerkes, das Salzburg Einfluss über den steirischen, kärntnerischen Grenzgebiet sichern sollte. Das Steinschloss diente als Grenzfeste und Verwaltungsmittelpunkt. Seine ersten Bewohner waren die sogenannten Steiner, ein Ministerialgeschlecht im Dienste der Salzburger Kirche. Einer der früheren Burgherren war Heinrich von Stein, der um 1200 als Zeuge in mehreren Urkunden aufscheint. Das Castrum Labideum, das steinerne Schloss, sicherte den Zugang vom Kärntner Meidnitztal in die Obersteiermark. Die Salzburger Bischöfe wie Eberhard von Truchsess und Philipp von Spanheim nutzten das Steinschloss als Bastion gegen die Kärntner Herzöge der Spanheimer Dynastie. Im 14. Jahrhundert kam die Burg in den Besitz der Grafen von Ortenburg. Später folgten die Grafen von Celli, einer der mächtigsten Dynastien des südöstlichen Mitteleuropas. Mit dem Aufstieg der Habsburger und dem zunehmenden Verlust der Grenzbedeutung verfiel die Burg langsam. Um 1650 wurde das Steinschloss endgültig aufgegeben. Zurück blieb eine Ruine, ein stilles Mahnmal vergangener Zeiten, als Erzbischöfe, Grafen und Ministerialien um Macht und um Territorien rangen.
Aber in den Ruinen von Stein lebt bis heute eine düstere Legende weiter. Die Sage vom verschwundenen Ritter. Sie erzählt von Liebe, Hass und einem Geist, der noch immer durch das Stift Seckau wandert. Zwischen den Herren von Kaisersberg und den Herren von Stein entstand eine erbitterte Feindschaft, als ein Ritter von Kaisersberg das Fräulein von Stein heiraten wollte, aber vom Vater des Mädchens abgewiesen wurde. Bei einem Streit kam es dazu, dass der Kaisersberger von der Treppe gestoßen und getötet wurde. Jahre später verliebte sich erneut ein junger Ritter von Kaisersberg und ein Fräulein von Stein. Der Vater des Mädchens, von Hass erfüllt, tötete beide. Er durchbohrte erst seine Tochter, die den Geliebten schützen wollte, und später dann den jungen Kaisersberger den Schädel. Der alte Ritter von Stein verschwand daraufhin spurlos. Es heißt, er sei später als schweigsamer Laimbruder im Stift Seckau aufgetaucht, wo er viele Nächte in der Gruft betete und schließlich tot auf dem Grab des Fräuleins aufgefunden wurde. Bis heute erzählt man sich, dass im Kreuzgang des Stiftes ein Mönch erscheint, wenn Unheil droht. Er trägt einen Sarg mit einem weiß gekleideten Mädchen mit blutender Brust, während ein Jüngling mit gespaltenem Haupt traurig auf sie blickt. Die Namen mögen verklungen sein. Konrad von Abesberg, Heinrich von Stein, die Grafen von Ordenburg und Gill. Doch ihr Erbe ist heute noch spürbar. In den Steinen des Steinschlosses, hoch über Neumarkt in der Steiermark. Video über die Burgruine Steinschloss hier in der Steiermark. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal. Somit verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Go Traveler. Also, ciao.